Ja gut, sagen werde ich jetzt in dem Sinne noch nichts, glaube ich. So. Ach ja, dann müssen wir hier das Rad runter machen. Rad runter machen. Rad festziehen. Stecker, ganz wichtig. Abmachen. Sicherung haben wir bereits abgemacht. So, dann ist hier so ein Hebel. Wenn ich den dann drücke, schneidet das nach oben. Das macht es aber sicherlich gleich von alleine. Kurbeln. Jetzt geht's hoch und dann, jetzt ist er schon ab im Prinzip. Zack. Gut. Dann kann man ihn recht einfach ziehen. Ein Doppelrad ist totaler Blödsinn. Wird wieder rückgängig gemacht. So, dann haben wir hier jetzt unsere Mittellinie praktisch. Ne? Können wir das so machen? Ja, So. aber Ist das schön so? nee, Sondern? wir müssen den einmal komplett drehen, mein Schatz. Wieso? In welche Richtung bauen wir denn das Zelt auf? Ach nee, ja, richtig. Wir wollen den ja da runterbauen. Sehr gut. Ja. Klappt ja anders. Das wäre ein bisschen kurz. Ne? Ein bisschen. Richtig. Der kann ja dann ruhig hier ran. So, ne? Schön so? Richtig, super. Die, Kleiner ab. so. So, jetzt kommen wir nämlich hier zu dem Detail. Hier unten ist die Elektronik für die Rücklichter dran. Und hier schafft man es, ob man es glauben will oder nicht, man schafft es tatsächlich, obwohl diese hier Rundungen haben wir schon geschafft, den Stecker falsch rum zu machen. Die stecken dann auch, die haben auch Kontakt, aber statt des Blinkers geht dann das Rücklicht an und statt des Rücklichts geht dann der Blinker an oder irgendwie sowas. Also hier unbedingt drauf achten. Ja, hier unten, guck mal, hier sieht man es. Hier sind so eine kleinen Führungsstifte und die sind hier auch nochmal. Das heißt, man muss wirklich gucken, dass sie wieder so reinkommen. So geht's auch, aber dann macht die Elektronik. So, wenn wir jetzt hier gerade schon mal dabei sind, das willst du hier zeigen? Ja. Okay. Man hat die Möglichkeit, bis zu 10 oder 15 cm die Plane höher zu machen. Hier kann man dann Gartenstühle, Planen, Schlafsäcke, was auch immer reinmachen. Dazu fädeln wir dieses Gummi hier raus und müssen es hier reinfädeln. Damit ist dann im Prinzip die Plane verlängert. Wo man sich am Anfang auch immer noch mal ein bisschen schwer tut, ist, gut, die Kurbeln hier abdrehen. Das sind die 4 Füße für die Küche. Und dann hat man hier irgendwo, ich bin auch schon am Suchen, hier ist so ein Nippel, den ertastet man. Diesen Nippel, den muss man reindrücken. Den findet man am Anfang nicht. Und hier ist er auf, ja, auch immer innen anscheinend. Innen ist dieser Nippel. Am Anfang habe ich das hier komplett rausgedreht und hatte die Schraube in der Hand und habe mich gewundert, warum das Ding immer noch nicht rausfällt. Also diese Dinger müssen reingedrückt werden. Man muss generell ziemlich viel reindrücken. Auf den Boden festziehen und die müssen verdammt festgezogen werden. Also das ist so ein kleiner Konstruktionsfehler in meinen Augen. Man muss verdammt festziehen. Die Küche wiegt ungemein viel. 2 Personen haben richtig zu tun. Und wenn man das nur so handfest ranschraubt, dann ist es mir schon passiert, dass die Küche zur Seite, nach hinten abkippt. Also das muss ziemlich festgezogen werden. Gut, dann werde ich jetzt mal den Rest abmachen und dann hole ich euch immer wieder dazu, wenn es so ein paar Details zu erklären gibt. Ich bin jetzt dabei, die 4 Schwerlaststützen rauszukurbeln. Und hier gibt es ja manche, die so einen Akkubohrer verwenden und dafür die Nuss ranmachen.
Bei den Holländern oder Franzosen, je nachdem wer dafür verantwortlich ist, hat man hier als einzigen Hersteller eine 23er Nuss. Die meisten Wohnwagen und Falter haben eine 19er Nuss. Der hier hat eine 23er Nuss. Das heißt, man muss sich diese irgendwie für knapp 4 Euro, 5 Euro besorgen. 23er Nuss. Gut. Dann weiter. Also einen Akkubohrer bräuchte ich hierfür eigentlich nicht, weil es ist wirklich kein Kraftaufwand. Die sind so leichtgängig. Ich weiß nicht, warum ich... Ja. Ein Akkubohrer wäre vielleicht dann noch ganz sinnvoll, wenn ich vielleicht irgendwo campe, wo der Boden relativ unsteinig ist, dass ich dann statt Zeltnägel so eine großen Bauhausschrauben nehme und statt reinzuschlagen, reinbohre. Dann würde ich da auch noch, aber nur um diese 4 Dinge runter zu kurbeln, bräuchte ich jetzt noch keinen Akkubohrer. So, wo wir gerade dabei sind, wir haben jetzt hier Betonboden in unserer schönen Werkhalle. Die braucht man, wenn man sandigen oder rasigen Untergrund hat. Die werden hier einfach abgezogen, zack, raus, reingesteckt und die kommen dann halt runter. Das zeige ich euch, wenn ihr wollt, nochmal detailliert. Und für die Beine hier, ich weiß nicht, warum man das nicht in Zubehör anbieten könnte. Irgendwas zum hier, damit diese Teile nicht in den Erdreich sich reinsenken, braucht man natürlich solche Holzteile. Plastik, was man auch immer findet. Wir haben einfaches Holz genommen. Und wenn die nach ein paar Jahren mal durch sind, dann kann man sich ja, fast kostenlos solche neuen Bretterchen holen. Gut, jetzt werden wir mal zeigen. Wir machen das sonst immer zu zweit. Jetzt werden wir mal gucken. Man nimmt immer die Platte. Ja. Oh, ich komme hier nicht rum. Mann, Frau schafft das alleine. Wir müssen mal gucken. Das brauchen wir heute nicht. Hier kann man jetzt natürlich ein bisschen ausrichten. Ja. So, jetzt hat er hier eingeschnappt. Der hat nämlich 2 Ponörex, ne? Und der hier ist schon ein bisschen anders. Aber ist schon fast. Eine Wasserwaage ist hier eigentlich auch so ein bisschen Pflicht. So, jetzt die andere Seite. Wir gehen mal rum, andere Seite rum. Hier ist es ein bisschen einfacher, denn hier haben wir nicht diese Platte, sondern können hier schön ins Lattenrost reingreifen. Ach, guck mal, als ob unser Vorbesitzer das schon verloren hätte. Hier sind Plastiknippelchen. Ja, ist drüben nicht. Müssen wir gucken, ob das bei den Zeltbeständen auch so ist. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass das so sein wird. So. Das ist schon runter. So. Ja, das muss man mal gucken. Und schon sind die Betten ausgeklappt. Ja, im Prinzip kann man jetzt schon alles runter machen. Erst hinten rüber. Gucken. Normalerweise machen wir das zu zweit, weil es dann einfach handlicher ist. Aber wie man sieht, kann man es auch alleine schaffen. Es gibt welche alte Falter und Bilder von Faltern, wo das Ganze hier rüber gemacht wird. Über den Deichselkasten. Über den Deichselkasten. Ist vielleicht ganz witzig, weil man dann auch von innen rankommen könnte. Aber dann stimmt die ganze Symmetrie von dem Zelt gar nicht mehr. Und man kriegt das gar nicht mehr richtig auf den Boden alles. Also wichtig ist schon, dass das
den Deichselkasten kommt. Aber gut, das kann man mal ausprobieren, je nachdem wie doll es abgespannt werden muss. Oh. So. Ja, aber gut. Jetzt ist die äußere Haut drüber und jetzt ist es gibt es noch mal ein paar Stellen drinne, die man nicht vergessen sollte. Ein Fehler wird wahrscheinlich sein, vor allen Dingen beim Abbauen, vielleicht auch beim Aufbauen, nicht die Haken hier. Die müssen als erstes ab, wenn man wieder abbaut. Das werde ich nachher noch mal zeigen. Die kommen ja hier an diese Stange ran, ne? Und die werden dann so auseinandergezogen, die gehen kaputt. Also da müssen die Haken als erstes erstmal ab. Komme ich nachher noch mal drauf. So, also wichtig ist, dass nur auf dieser Seite gibt es hier so ein Ding. Jetzt geht es hier nicht weiter. Jetzt gibt es hier einen Ponöpel. Reindrücken, Klick, hält von allein. Hier oben kommen wir später zu, kann man noch mal das Gestänge an sich auch noch mal in der Höhe verschieben. Müssen wir gucken. Jetzt machen wir aber als erstes hier den Ponöpel, den auch hoch. Zack. Ich drücke mal hoch. Und jetzt gehen wir bitte raus. Vielleicht sieht man ja, die sieht man jetzt nicht, wie sich diese Stange hier, dadurch, dass man sie hochgeschoben hat, ist jetzt in die Mitte gewandert. Ne? Gut. Hier gibt es jetzt so ein paar Schutzlaschen. Hier über das Gestänge rüber, hier auch. In der Mitte? In der Mitte auch, genau. Hinten und vorne. So. Dann hat man das hier. Und jetzt kommen diese 4 Dinger. Bin ja wirklich mal gespannt, wenn ihr vorne reißt, wo man so ein Gummiband herkriegt. Schauen wir mal. So, einhängen. Lock erst. Einmal. Einmal. Wahrscheinlich genau umgekehrt. Erstmal innen einhängen und dann außen. So. Und hier jetzt auch nochmal. Hier machen wir es jetzt richtig rum. Erstmal innen einhängen. Zack. Und außen einhängen. Klack. So. Wie gesagt, jetzt kann man hier nochmal alles nochmal in der Höhe variieren. Wenn man nicht genug Spannung hier zum Beispiel drauf hat, kann man hier nochmal hochgehen. Beispielsweise. Oder schief steht, dann kann man die Seite hoch machen, die Seite runter, wie es halt so kommt. Da muss man vielleicht nochmal dann auch einen Blick drauf werfen. Stehen wir denn gerade oder stehen wir nicht gerade? Ne? Kommt mal mit. Jetzt haben wir das Zelt versucht gerade auszurichten. Gerade ausrichten heißt, diese Linie hier kann man ganz gut nähen. Hier kommt der Boden dann reingesippt. Und jetzt kommt man mit. Man ist nämlich ganz schön am Kämpfen. Wir haben jetzt den Test von 3 Wasserwagen genommen. Und ja, Bei Wasserwagen können auch kaputt gehen, was man nicht glaubt. ja, man kriegt es einfach nicht gerade. Das ist das Hauptproblem. Jetzt hat man hier, habe ich euch schon gezeigt, hier die Möglichkeiten, hoch und runter zu stellen. Links wie rechts, vorne wie hinten. Und dann hat man vorne wie hinten aber auch noch mal die Möglichkeit, hier die kleinen Pyrex rein und raus zu drücken, um dann das Gestänge insgesamt noch mal nach außen zu drücken, um dann sicherlich auch die Dachplane zu spannen. Wenn ich die Dachplane jetzt spanne, dann rutscht das Ganze ja dann auch noch mal nach oben. Jetzt ist aber entscheidend, wir machen das hier einigermaßen schön. Und bevor man jetzt anfängt, den Boden einzuziehen und das Hauptzelt aufzubauen, wirst du nicht drum herum kommen, erstmal die 4 großen Abspannleinen im Prinzip zu spannen. Das muss auch nicht hundertprozentig sein, aber in dem Augenblick, wo du hier auf und zuspannst, kriegst du dann halt was Gerades herein. Ja, okay. Das wollte ich euch nur noch mal gezeigt haben, weil ihr werdet
fummeln und machen und tun. Oder so, wie bei unserem ersten Aufbau, wenn ihr hier anfangt, schräg zu sein, positioniert sich das und ihr werdet dann hier irgendwann den Boden so hoch haben unter Umständen. So, als nächsten Schritt haben wir schon mal den Boden ausgelegt. Der Boden wird jetzt an den Hauptwagen rangesippt sozusagen. Und der Boden ist eigentlich ziemlich logisch, wie er ausgelegt werden muss, denn hier haben wir den Bereich für den Küchenerker. Das erkennt man an diesem Pyrex, denn hier wird dann später ja, die einzelnen Kabinen eingehangen und man kann sich nicht aussuchen, ob man die links oder rechts haben will. Die sind immer, wenn man zum Wagen guckt, immer auf der linken Seite. Das ist übrigens ein ganz guter Tipp vom Hersteller, damit die Reißverschlüsse lange halten. Ne? Bitte nicht so meterweise und die sind stark und ja, das sippt sich dann alles zusammen. Aber damit die Verschlüsse lange halten, bitte so nah wie möglich diese ganzen Stellen, dass man wirklich nur kurze Distanzen hat. Ja? So halten die Reißverschlüsse wesentlich länger. Ja? Hier ist es ziemlich eindeutig. Immer von rechts nach links. Jetzt muss ich das ein bisschen reinholen. So. Ja, so ähnlich. Gut, dann gehen wir mal kurz runter, damit wir den ganzen Boden rüber schicken können. Bis gleich. Nächstes Kapitel ist hier im Gestänge selber drinne sind die Stangen. So, jetzt zieht man jetzt erstmal so weit raus. Da. Kann ich nicht. Und jetzt muss mir irgendjemand erklären, hier kannst du sie nirgendwo festmachen. Also die scheinen wirklich nur dafür da zu sein, dass sie nicht reinrutschen. Das heißt, ihr dürft da nicht zu weit nachher ziehen, weil sonst habt ihr sie dann draußen. Also, das ist dann halt mal so, ne? Die sind im Prinzip nur dafür da, die Pyrex, dass du das nicht wieder in diese Richtung reinschiebst, das Ganze. Ja, davon gibt es eine. Dann gibt es hier die zweite. Einfach mit dem Finger rein, anders geht es nicht. Den Finger rein, ziehen, 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 ziehen. Bis dann da, zack. Und wir nehmen jetzt erstmal die erste Stufe. Es kann auch sein, dass für den Aufbau das auch so gut ist. Weil wir bauen jetzt das Gestänge auf und wenn es einigermaßen steht und das Zelt drüber ist, dann. Allerdings, jetzt haben wir doch einen Fehler gemacht, wir wollten es jetzt unbedingt gezeigt haben. Die können jetzt wieder rein. Jetzt zeige ich euch, wie sie reingehen. So, rein. Denn das allererste, was wir jetzt machen, ist das Vorzelt ransippen, rüberschmeißen und dann kommen die Stangen raus. So, jetzt haben wir das Gestänge aufgebaut und wir haben es so gemacht, dass wir einen Plan haben. Warte. Gestänge. Wir haben einen Plan und wir haben uns den Plan beschriftet und zwar haben wir uns ihn beschriftet, so wie wir ihn tatsächlich aufbauen. Das heißt, wir fangen meistens hier an, 1, 2, 3, 4 und so weiter und so fort und haben sie uns dann schriftlich markiert. Rechts ist grün, links ist gelb und in der Mitte ist zum Beispiel blau. Und dann haben wir immer die Nummern und dann wissen wir schon mal im Vorhinein, die grünen können wir darüber packen, die blauen kommen dorthin, dann hat man das erstmal so ganz grob sortiert und dann muss man sich nur noch die paar Nummern raussuchen. So geht es für uns, glaube ich, am schnellsten. Und jetzt ziehen wir das Zelt rüber und dann sehen wir uns wieder, wenn wir das Zelt rüber haben.